Moin Leute und herzlich willkommen zurück zur Programmierung in C. Heute das vermutlich letzte Mal mit C. Nächstes Mal geht es dann irgendwie weiter mit C++ oder sowas. Mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall geht es heute um ein sehr wichtiges Thema, nämlich wie kann ich mir Speicherplatz sichern, also innerhalb meines Memories, meines RAMs oder sowas. Wie kann ich mir da Speicherplatz für mein Programm sichern, dass der auch auf jeden Fall verfügbar ist. Und dazu gibt es ein paar Funktionen. Im Prinzip sind es nur 3 wichtige Funktionen, vor allem 2 eigentlich, die ihr ganz dringend können müsst. Wahrscheinlich kommt ihr auch vermutlich deswegen hauptsächlich hierher. Ups, jetzt habe ich die Main-Funktion gelöscht. Andersrum, ich wollte die Summe löschen. Und ja, wir werden hier jetzt nicht mit stdarg arbeiten, sondern mit der stdlib. stdlib.h. Okay, in der stdlib.h findet ihr alle 3 Dateien, die wir brauchen. Und ja, was wir jetzt machen wollen, ist folgendes. Wir schreiben uns hier erstmal irgendein Char-Array. Char. Und jetzt definieren wir uns direkt einen Pointer, also eine Description von irgendwas, zum Beispiel eine Beschreibung von einem Buch oder sowas, okay? Und jetzt ist die aber nicht unbedingt immer gleich lang. Wir könnten jetzt natürlich hierher gehen und sagen, wir haben ein Array von der Größe so und so, aber stattdessen sagen wir hier einfach, okay, wir haben die Adresse des ersten Array-Elements. Und das ist unsere Array-Adresse, also die Adresse von dem ersten Element. Ihr erinnert euch noch an das Video hoffentlich, das war nämlich sehr, sehr wichtig. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Wir sagen, wir wollen, dass Description einen ganz gewissen Bereich im Speicher belegt, nämlich eine gewisse Menge an Speicher im RAM. Dazu sagen wir Description gleich und jetzt sagen wir malloc, also allocate, memory allocate, also malloc, kurz. Ihr wisst ja, alles muss ganz, ganz kurz sein. Und was wir hier reinpacken, ist jetzt zum Beispiel, wie lang soll denn unser Char werden? Also sagen wir wollen 200 Buchstaben haben, dann sagen wir hier 200. Oder sagen wir wollen 2000 Buchstaben haben, dann sagen wir hier 2000. Und dann sagen wir aber hier mal size of und dann hier der Datentyp char rein. Das ist ganz wichtig, dass ihr das nicht vergesst, denn size of char ist jetzt in dem Fall genau 1 Byte. Das ist relativ hinfällig, aber es kann sich von der Architektur her unterscheiden. Zum Beispiel ist bei mir der Integer 4 Byte groß, während bei euch, weil ihr irgendwie einen Mac benutzt oder keine Ahnung, ich weiß nicht mal, wie groß der bei einem Mac ist. Zum Beispiel bei euch ist er dann halt 8 Byte groß oder sowas. Okay? Das heißt, da kann sich was unterscheiden. Und deswegen benutzen wir hier size of char, beziehungsweise size of dem Datentyp, den ihr hier gegeben habt. Also das sollte dasselbe sein. Und jetzt sagen wir hier eben 2000, weil wir 2000 Zeichen davon haben wollen. Das heißt, wir können jetzt hier 2000 mal irgendein Char, also irgendwas von dieser Sorte, was hier stand, reinspeichern. Im Prinzip ein Array mit der Länge 2000. Aber es ist halt wirklich ein festes, zugewiesenes Stück Speicher und wir müssen es nicht direkt irgendwie belegen oder sowas, sondern wir können auch einfach sagen, okay, vielleicht machen wir es nachher einfach mal größer oder wir machen es kleiner oder sonst irgendwas. Und deswegen ist es cool. Jetzt brauchen wir allerdings eine wichtige Abfrage, nämlich if, falls malloc schief geht, falls ihr zum Beispiel nicht genug Speicher habt und euer Programm soll nicht abstürzen, dann müsst ihr irgendwie hier ein if haben. If description gleich und jetzt kommt was Komisches, null. Null ist so ein komisches Schlüsselwort, das bedeutet, es ist was schief gegangen, also es ist nicht da sozusagen. Das ist diese Abfrage hier. Null gibt es übrigens auch woanders, aber hauptsächlich hier eigentlich. Keine Ahnung, hier einfach dann return 0 oder sowas machen. Ne, return -1 macht man dann, glaube ich, normalerweise. Und ansonsten, else, kann ich hier irgendwas machen. Zum Beispiel in meine Description irgendwas reinkopieren. String, copy, in meine Description rein. Description, Komma. Und jetzt sage ich hier, keine Ahnung, dies ist eine Buchbeschreibung. Sie ist sehr gut. Okay. Ja, und da ich jetzt hier oben einen Pointer habe, kann ich damit auch ganz normal umgehen, wie mit einem Array. Das heißt, ich kann hier auch einfach schreiben printf zum Beispiel. Printf und ich möchte natürlich meinen String ausgeben, den ich gerade erstellt habe. Und dazu brauche ich einfach nur den Pointer angeben, wie jedes Mal. Deswegen sind Pointer übrigens auch so wichtig, weil mit malloc wird viel gearbeitet. Okay, und wenn ich das jetzt hier ausführe, dann sieht das
nicht so aus, weil ich hier mal wieder das Semikolon vergessen habe. Ich bin echt schlimm in letzter Zeit. Okay, aber jetzt ist es fertig. Okay, und das ist die Buchbeschreibung hier. Sie ist sehr gut, wie immer. Genau, so arbeitet ihr mit Malloc. Jetzt kann es natürlich passieren, dass ihr irgendwie euer Buch oder eure Buchbeschreibung verändern wollt und plötzlich passt nicht mehr alles rein. Dazu gibt es dann ein Realloc, also eine Veränderung von dem Allocated Memory, und die vergrößert oder verkleinert euch euren Bereich, den ihr haben wollt. Dazu sagen wir Description ist gleich Realloc, und ja, hier dann einfach wieder mal reinschreiben. Erstmal, was ihr verändern wollt. Also ihr wollt Description verändern, also quasi das Memory, was in der Description drin war, das wollt ihr weiterverwenden, aber vielleicht habt ihr jetzt satt, dass ihr 2000 Buchstaben Platz habt, und deswegen sagt ihr hier nur 100 mal Size of Char. Ja, im Übrigen kann es passieren, dass hier bei der Malloc irgendein Typ rauskommt, der nicht ganz kompatibel mit eurem Char-Stern ist. Dann müsst ihr das Ganze casten, sprich ihr müsst den Typ manuell zuweisen. Und da sagt man dann einfach vorne dran, ich hätte ganz gerne einen Char-Stern hier draus gemacht. Und dann habt ihr plötzlich schon einen Char-Stern. Kann sein, dass ihr noch irgendwo welche Klammern braucht, aber im Normalfall sollte das eigentlich funktionieren. Okay, so. Und jetzt habt ihr sozusagen, wenn ich hier noch das Semikolon machen würde, das Ganze runtergepusht von 2000 Bytes auf 100 Bytes. Schon sehr viel effizienter. Aber ganz, ganz wichtig, dieses Ding hier wird am Ende von der Laufzeit von eurem Programm nicht automatisch freigegeben. Es muss zerstört werden. Das heißt, ihr habt jetzt aktuell hier mit Speicherplatz belegt, also ich jetzt aktuell, da ich das vorhin ausgeführt habe, habe 2000 Byte in meinem wertvollen RAM belegt mit diesem Programm, die danach nicht freigegeben wurden. Das ist natürlich sehr, sehr übel, denn 2000 Byte, wenn man das, keine Ahnung, 1000 Mal macht, dann hat man schon 2 Megabyte weniger Arbeitsspeicher. Ist auch nicht schlimm, aber wenn ich das, keine Ahnung, sehr, sehr oft mache und mit vielen Variablen, habe ich irgendwann RAM, das einfach nur noch überläuft. Und das nur, weil ich das Ganze nicht wieder freigegeben habe. Und deswegen ist ganz wichtig, dass ihr am Ende Free Description aufruft. Sozusagen zum Freigeben von dem Ganzen hier, also von dem, was ihr allokiert habt. Ja, einfach free von allem, was ihr irgendwie allokiert habt, aufzurufen, ist sehr, sehr wichtig. Also nicht nur von einer Variable, sondern wirklich von jeder einzelnen Variable braucht ihr dieses Free Description. Okay, ja, das war's zu Memory Allocate und so weiter und so fort. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch die ganze Serie natürlich. Und wir werden, oder ich werde vielleicht früher oder später mal hier noch ein paar Videos zu C machen. Wenn ihr irgendwelche speziellen Fragen habt oder sowas, dann scheut euch nicht, die zu stellen. Vielleicht geht es hier noch weiter, aber vorerst ist erstmal Schluss, denn wir wollen mit C++ anfangen. Alles klar, dann wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.